Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus der Aquarellwerkstatt. Ich bin Barbara Hirsekorn und das ist mein YouTube-Kanal rund ums Thema Aquarell. Jetzt im Frühsommer ist wieder Mohnblütenzeit. Überall an den Feld- oder Straßenrändern sieht man die wunderschönen roten Blüten. Im heutigen Video zeige ich dir eine Technik, mit der du diese Mohnblüten ganz locker und einfach malen kannst. Ich male diese kleine Mohnblütenstudie quasi mit nur einem Pinsel, einem sogenannten Linierer. Dieser Pinsel erlaubt mir nicht ganz so viel Kontrolle wie sonst beim Malen mit meinem normalen Rundpinsel und dem Motiv kommt das, wie ich finde, sehr zugute. Wenn dir das Video gefällt, freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch oder über einen netten Kommentar. Und jetzt geht's los. Die heute verwendeten Materialien sind folgende Farben: Zinnoberrot Hell von der Firma Schmincke, Alizarin Karmesin und Opernrosa von der Firma Winsor & Newton, Green Appetite Genuine von Daniel Smith und Perilane Green von Schmincke. Ich male mit einem einzigen Pinsel aus meiner eigenen Pinselkollektion. Das ist ein synthetischer Linierer in der Größe 4. Außerdem verwende ich den synthetischen Flachpinsel in der Größe 10 zum Auswaschen von Helligkeiten. Ich arbeite auf Büttenpapier 300 Gramm Grain Fin von der Firma Arches. Damit die Mohnblüten heute sehr locker und flüchtig aufs Papier kommen, arbeite ich mit einem ganz besonderen Pinsel. Das ist ein Linierer, ein synthetischer Rundpinsel, der eine besonders lange Spitze hat. Und für das abstrakte Anlegen der Blüten ist das jetzt besonders hilfreich. Ich habe mir heute eine sehr zarte Vorzeichnung angefertigt. Eigentlich habe ich nur die Position der 3 Mohnblüten hier auf dem Blatt festgelegt, ohne große Einzelheiten. Und jetzt sprühe ich die Fläche, die ich bemalen möchte, zunächst mit der Sprühflasche an. Es entsteht dadurch eine unregelmäßige Feuchtigkeitssituation auf dem Blatt. Auch das ist dann hilfreich, um die Formen sehr zufällig und abstrakt zu halten. Ich habe heute 3 verschiedene Rottöne am Start, 2 kühle Rots, Opernrosa und Alizarin Karmesin und ein warmes Rot, das ist das Zinnoberrot Hell von der Firma Schmincke. Zunächst einmal setze ich die ganz hellen Flächen hier in die Mohnblüten hinein. Ihr seht jetzt schön, wie der Pinsel hier seitlich aufgesetzt wird und dadurch einen etwas aufgerissenen, schönen, ungleichmäßigen Strich erzeugt. Ich mische die warmen und die kalten Rottöne und arbeite jetzt hier zunächst im hellen Tonwertbereich, also mit viel Wasser und wenig Farbe. Auch die zweite Blüte male ich hier zunächst mit den hellen Rottönen. Ein paar rote Spritze beleben das Ganze. Und jetzt setze ich die dunklen Akzente, die sich in der Mitte der roten Mohnblüte befinden, hier mit einer Mischung aus Alizarin Karmesin und meinem auch später verwendeten Grünton Perilane Green hier hinein.
So, die Mohnblüten bekommen nachher noch eine zweite Schicht, aber zunächst kann ich jetzt mit den grünen Blättern weitermachen. Hier verwende ich die beiden Grüntöne Green Appetite Genuine von Daniel Smith und Perry Lane Green und fange zunächst ganz zart an, mit dem Linierer hier meine Stiele zu malen. Und auch ein paar Blätter deute ich hier an. Nun möchte ich den Mohnblüten noch ein bisschen mehr Plastizität verleihen und wasche jetzt hier einige Stellen zunächst einmal hell wieder heraus. Jetzt werden ein paar Stellen dunkler überarbeitet. Was ich jetzt noch machen kann, ist ein paar Betonungen mit einem dunklen Aquarellstift zu setzen. Das ist jetzt hier ein Dark Indigo von der Firma Faber-Castell und nicht zu viel, aber so ein paar Linien zur Unterstützung der Dreidimensionalität und als Akzent können jetzt hier noch in die Blüten hinein. Auch die Knospen hier bekommen einen partiellen zweiten Farbauftrag.
So, das war's für heute. Ich hoffe, mein kleines Motiv hat dir gefallen und du hast Lust, die Technik jetzt auch auszuprobieren. Wenn dir das Video gefällt, gerne den Daumen nach oben setzen oder du schreibst mir einen netten Kommentar, vielleicht mit Wünschen von Blumenmotiven, die du hier auf dem Kanal noch sehen möchtest. Wenn du unsere Videos häufiger nutzt und unsere Arbeit hier wertschätzen möchtest, kannst du diesen Kanal auch finanziell unterstützen. Unter dem Video gibt es einen Link zu der Unterstützerseite Steady. Dort kannst du mal schauen, welche verschiedenen Pakete wir anbieten und ob etwas für dich davon interessant ist. Vielen Dank an alle, die uns schon unterstützen. Ihr helft uns wirklich sehr, hier auf YouTube jede Woche ein neues Aquarellvideo hochzuladen. Wenn du möchtest, sehen wir uns hier am nächsten Samstag wieder mit einem neuen Video zum Thema Aquarellmalerei. Bis dahin, tschüss!